Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Earmor der Milpro M32X Mark III. Vor einiger Zeit haben wir euch von Earmor den M32 vorgestellt, beziehungsweise auch die Variante ohne Kommunikation. Es geht darum, ein Headset zu haben, womit ich auch mit Funk kommunizieren kann. Die neue Version, die Milpro M32X, ist nochmal eine Stufe nach oben. Wir haben den jetzt schon eine Weile im Test und müssen sagen, also gerade was die Akustik angeht, ist das wirklich eine deutliche Verbesserung. Ja, also viele haben bei unserem Video damals kommentiert, naja, ist von der Qualität her nicht ganz so gut. Also können wir euch auf jeden Fall sagen, die neue Version ist deutlich besser, was den Klang angeht, was die Geräuschdämmung angeht und auch was das Auf- und Zumachen bei einem Schuss oder bei einem lauten Geräusch angeht. Hier haben wir jetzt wirklich auch von der Performance her 1 Millisekunde Reaktionszeit. Also das ist wirklich nochmal was, wo ich sage, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Was kriegt ihr denn hier mit dem neuen Gehörschutz mit dabei? Das ganze System kommt hier in einem wertigen Carbon-Case oder einem Carbon-Look-Case besser gesagt. Da habt ihr mit dabei einmal den Gehörschutz inklusive des Kopfbandes hier für die normale Nutzung ohne Helm und natürlich auch hier entsprechend die Klammern, um das ganze System am Kopf zu nutzen. Hier seht ihr auch schon, hat Earmor auch den Weg gewählt, den Obscore vorgemacht hat, nämlich indem man von den klassischen Bügelsystemen weggegangen ist und gesagt hat, wir machen ein System, was hinten an der Rail ansitzt, um hier den oberen Rail Space freizulassen, um hier andere Sachen anbringen zu können. Und mit diesem neuen Klammersystem hat man natürlich dann viel mehr Möglichkeiten hier. Das Ganze ist so gedacht, dass ich hier einfach bei Bedarf die Arme ausschwenken kann vom Helm, vom Gehörschutz am Helm und dann entsprechend hier die beiden Ohrmuscheln nach hinten drehe, sie am Kopf anlegen kann, um dann entsprechend für den Transport oder bei Nichtnutzung das Ganze schön auf dem Weg zu haben. Das Kabel ist aufgeräumt und ordentlich hier am Helm entlang geführt, ohne dass es gequetscht wird. Dazu hat man hier auch an der Klammer selbst hinten nochmal eine Kabelführung vorgesehen, um das Ganze entsprechend dann auch sauber zu führen. Den M32X gibt es als Single-Com-Version, wie hier zu sehen, und als Dual-Com-Version. Bedeutet, ihr habt ein Mikrofon, habt hier beim Single-Com einen Ausgang, das ist ein NATO-Stecker auch entsprechend, wo ihr mit dem Push-to-Talk arbeiten könnt. Da funktioniert auch nach wie vor das alte System von Earmor. Wenn ihr das schon habt vom Vorgänger, könnt ihr das entsprechend nutzen, aber natürlich auch alles andere, was kompatibel ist. Bei der Dual-Com-Version habt ihr dann entsprechend 2 Abgänge, um 2 Funkgeräte bedienen zu können. Hier, wie gesagt, nur eine Version. Wer den Earmor an sich nicht kennt, ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Wir haben hier ein Mikrofon, was die Umgebungslautstärke entsprechend verstärkt und dadurch natürlich auch eine bessere Geräuschwahrnehmung entsteht. Bei einem lauten Geräusch schaltet das System komplett ab, also es regelt dann komplett runter, damit man da das Gehör auch geschützt hat entsprechend. Das ganze System funktioniert auch so, dass selbst wenn der Gehörschutz leer ist, also beziehungsweise die Batterielebensdauer zur Neige gegangen ist, könnt ihr hier trotzdem weiter funken und habt hier auch nochmal die Möglichkeit, mit verschiedenen Setups verschiedene Umgebungslautstärken einzustellen. Also ihr habt 5 verschiedene Presets, je nach Umgebungslautstärke könnt ihr die entsprechend anwählen, um dann bei hoher Geräuschkulisse oder bei niedriger Geräuschkulisse entsprechend optimal hören zu können. Natürlich könnt ihr jederzeit mit Plus und Minus entsprechend die Lautstärke nochmal anpassen auf eure persönlichen Bedürfnisse. Wir finden, wie gesagt, vom Klanggefühl her ist es wirklich ein deutlicher Schritt nach vorne. Hier habt ihr das System ja einmal komplett montiert. Ich zeige euch jetzt einmal, wie man die Klammern am Helm anbringt. Das haben wir die Erfahrung gemacht und beziehungsweise auch mit Rücksprache mit Earmor ist es so, dass hier natürlich verschiedene Rail-Systeme von verschiedenen Herstellern am Markt existieren, sei es denn Obscore, sei es denn Nachbauten, China-Klone, was auch immer. Und dann natürlich immer verschiedene Passformen oder Passnormen gegeben sind. Das ist nicht alles immer 1:1. Auf dem hier zum Beispiel, auf dem U-Arms-Helm, war es sehr, sehr schwer, das Ganze aufzubringen. Hier auf der Rail, auf meinem China-Klon hier, geht es ein bisschen einfacher. Was es auf jeden Fall nochmal vereinfacht, ist die Verwendung von ein bisschen Öl. Das schmiert ihr hier einfach entsprechend einmal kurz an die Seiten, verteilt das ein klein wenig
Und dann flutscht das Ding eigentlich schon direkt drauf, indem man hier unten das ansetzt, aufschiebt, nochmal ein bisschen nachdrückt und dann hier mit der unteren Klammer entsprechend das Ganze fixiert. Das heißt, noch ein kleines bisschen nach oben das Ganze, bis es rastet. So, jetzt hat es gerastet und damit ist das Ding bombenfest. Und wie ihr sehen könnt, habt ihr hier natürlich den riesen Vorteil, nicht nur, dass ihr das Ganze ausschwenken könnt, sondern ihr könnt hier wirklich in der Seite das Ganze bewegen. Bedeutet, ihr könnt hier den Gehörschutz perfekt auf euer Ohr anpassen. Ihr könnt hier den Arm noch ausstellen. Das heißt, hier habt ihr auch eine Rastung, um die Entfernung noch mal ein bisschen anpassen zu können entsprechend. Ja, und das gibt natürlich dann einen deutlich besseren Sitz am Ohr und durch die Federlagerung, die hier entsteht, habt ihr auch einen viel besseren Anpressdruck. Das ist vor allem ein Vorteil beim Schießen mit Helm und Gehörschutz, weil dann natürlich, da passiert häufig ja, oder ist mit den alten Klammern, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr die genutzt habt, habt ihr häufig das Problem, sobald ihr euren Cheek Weld habt und da entsprechend der Gehörschutz auf den Stock vom Gewehr drückt, dass dann der Gehörschutz plopp macht und zur Seite geht, weil die Klammern sich gelöst haben und dann ist natürlich der Gehörschutz dahin und euer Gehör vielleicht dann auch entsprechend beim Schuss geschädigt. Von daher so ein System auf jeden Fall vorzuziehen, weil einfach der Anpressdruck genau das verhindert. Jetzt wollen wir euch einmal noch mal kurz zeigen, wie der Umbau von Helm auf normales Kopfband funktioniert. Dafür habe ich den Helm hier schon mal umgedreht, habe das Kabel entsprechend aus den Führungen genommen an den Klammern und jetzt kommt der Step, der für euch interessant wird. Hier müsst ihr nämlich hergehen und einmal die Muscheln hier lösen, die Ohrmuscheln lösen. Die gehen dann einfach hier ab. Da ist noch mal so ein Pad drin, das fällt dann entsprechend raus und dann seid ihr hier im Inneren der Hörmuschel angekommen. Hier habt ihr jetzt an der Seite, wo die Klammern befestigt sind, habt ihr Sicherungspins. Ihr entnehmt hier zuerst diese Klammer. Das ist im Prinzip das Konterteil, was den Stift von innen hält. Dann könnt ihr euch hier mit einem Imbus behelfen, wenn ihr das braucht, um hier entsprechend das Ganze noch ein bisschen zu lockern. Und dann könnt ihr von außen einfach den Pin dann ziehen. Er sitzt etwas straff, aber geht. So, und damit habt ihr dann entsprechend hier die Klammer vom Headset gelöst. Das heißt, ihr müsst hier nur noch aushängen und habt damit dann schon dieses Teil vorbereitet. Das machen wir jetzt gleich nochmal auf der anderen Seite und dann geht es an den Kopfbügel. Auf der Seite habt ihr natürlich hier noch die Besonderheit, dass diese Seite hier mit dem Mikrofon ausgestattet ist. Das heißt, hier ist nochmal so ein extra Adapter anstelle dieses einfachen Stoppers, dass ihr das auch mit auf dem Schirm habt. Ja, und dann können wir die Klammer hier auch schon lösen. Und dann haben wir die zweite Ohrmuschel auch vom Helm gelöst und können den Helm komplett schon mal beiseite legen. Jetzt müsst ihr hier einmal den Adapter entfernen, den ihr fürs Mikrofon braucht. Den brauchen wir jetzt hier auch für die Konstellation nicht mehr. Jetzt haben wir hier entsprechend die Blindstopfen wieder und auch hier die Kopfbügelhalterung. Und am einfachsten ist es jetzt, wenn man die Kopfbügelhalterung nimmt, die entsprechend mit der flachen Seite an den Gehörschutz anlegt. So in etwa wie das hier. Ich halte das mal nach vorne, dass ihr es besser sehen könnt. Dann einfach den Pin durchschieben. Der lässt sich auch nur in eine Richtung schieben. Und dann entsprechend innen mit der Klammer kontern. So, damit wäre eine Seite befestigt. Das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Selbes Spiel. Einmal das Ganze anlegen, den Pin entsprechend reinsetzen, gucken, dass er richtig rumgedreht ist. Hoppala, wieder rausgesprungen. So. Also ihr seht, es ist nicht so einfach, aber es ist immerhin möglich. Ja? Im Vergleich zur Variante, die Excel Advanced zum Beispiel anbietet, was wir euch für den Peltor gezeigt haben, da ist ein Umbau ohne Werkzeug und ohne größeren Aufwand überhaupt gar nicht möglich. Und hier ist es zwar ein bisschen fummelig,
aber mit ein bisschen Übung kriegt man das relativ schnell hin. So, hier nochmal die andere Seite. Haben wir auch schon vorbereitet und entsprechend zugepackt. Hier muss man nochmal sagen, der Hersteller sagt ja, dass der Gehörschutz nach IP67 wasserdicht ist. Können wir jetzt so noch nicht verifizieren, weil uns war es jetzt erstmal wichtig, bevor wir einen Wassertest machen, dass wir einen Langzeittest der Elektronik machen, dass wir sehen, wie gut der Klang und die Abriegelung auf dem Schießstand ist. Deswegen haben wir gesagt, wir verzichten jetzt erstmal auf den Wasserdichtigkeitstest. Die Earpads haben hier aber auch entsprechende Dichtung, also es sollte eigentlich spritzwassergeschützt auf jeden Fall sein. So, jetzt sind wir hier so weit, dass das ganze System schon am Ohr anliegt. Ihr seht natürlich, jetzt haben wir hier noch das Kabel irgendwie brach in der Gegend rumflacken. Das wollen wir natürlich nicht so haben. Dafür hat euch Earmore hier entsprechend am Kopfbügel ein Klettband gegeben, wo ihr hier auch dann das Kabel entsprechend nochmal durchführen könnt. Dazu macht ihr einfach hier die Klettlaschen auf und dann könnt ihr da auch entsprechend das Kabel einmal fixieren. Ich mache das jetzt mal rudimentär, damit das einfach mal nicht so rumflackt. Aber wie gesagt, schön ist anders, wie ich es jetzt mache. Es geht jetzt nur darum, dass es mal ordentlich versorgt ist. So. Und damit habt ihr dann auch das Kabel ordentlich verlegt. Jetzt habt ihr nur noch eine Sache offen, nämlich das Mikrofon. Das Mikrofon könnt ihr ja, wie gesagt, auf der Seite oder auf der Seite setzen. Wir nehmen es natürlich jetzt da, wo es vorher auch war, nämlich auf der linken Seite. Das wird dann hier einfach in die Gabel eingeklinkt. Da müssen wir jetzt dazu sagen, im Vergleich zur Helmmontage, wenn ich das einklinke, ich mache das einmal, dass ihr das mal sehen könnt. Am Helm sitzt das Mikrofon bombenfest, das ist wirklich richtig fest. Hier ist es sehr, sehr locker. Also diese Gabel ist einfach ein bisschen dünner. Da haben wir aber einfach uns beholfen, indem man ein kleines Stückchen Elektrotape nimmt, das einmal hier rumlegt. So, ich mache es jetzt mal quick and dirty, das kann man natürlich noch schön machen. Aber wir wollen jetzt ja nicht, dass das Video 8 Stunden lang wird, nur weil ich jetzt hier mal das Klebeband schön verlegt habe. Und dann klipse ich das hier jetzt dran. Und jetzt hat das Ganze hier auch überhaupt kein Spiel mehr. Das heißt, dass es passt. Jetzt muss ich nur hier den Stecker entsprechend versorgen, einstecken. Und damit ist das Ding ready to roll. Für alle, die das erste Video noch nicht gesehen haben, der Earmore verfügt über jeweils ein Batteriefach pro Seite. Da ist sehr, sehr schön gelöst, wie die Führung des Batteriefachs ausgeführt ist. Im Vergleich zu Peltor oder anderen Gehörschützern hat man nämlich hier den Vorteil, dass das leicht angeschrägt ist. Und das gibt euch einen riesen Vorteil, wenn ihr im Anschlag bei der Waffe seid. Weil dadurch habt ihr dann genau hier wieder eine gerade Linie, einen sauberen Cheek-Weld, ohne dass der Gehörschutz nach oben geschoben wird. Alles, was noch offen ist, ist jetzt ein kurzer Funktest, damit ihr einmal hört oder seht, wie sich das Ganze hier entsprechend verhält. Wir haben das natürlich schon auf größere Distanzen ausprobiert, aber jetzt einmal für euch. Ich nehme jetzt das Mikrofon, packe das einmal unter den Gehörschutz und dann gibt es einen kurzen Verständigungscheck mit dem Stefan. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Also ich kann mehr als 1, 2. Ich kann auch sogar die 3. Das ist sehr schön, Stefan. Bald kommt hier die Funkpolizei und verhaftet uns, wenn wir hier wieder so einen Quatsch reden. A, B, C, D, E, F, G. Aber ich würde sagen, Verständigung ist klar und deutlich. Jetzt bin ich mal die Stimme aus dem Off und ihr hört mal, wie sich das Ganze anhört, wenn wir über das Mikrofon sprechen. Momentan ist das Mikrofon nämlich hinten beim Stefan und jetzt sprechen wir durch dieses Mikrofon und nehmen mit dem anderen auf. Test 1, 2, 3. Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Hier hört ihr den Funktionstest des Earmore M32X. Unser Fazit zum M32X. Ich habe es euch ja beim letzten Video vom M32 gesagt, der Gehörschutz hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, günstiger Gehörschutz, Qualität klanglich gut. Hier hat man jetzt nochmal eine deutliche Steigerung nach oben. Also die klangliche Qualität hat sich deutlich nochmal verbessert. Ihr habt auch eine ganz klare, knackige An- und Abschaltung bei einem höheren Geräuschpegel. Das ist wirklich was, wo ich sage, sehe ich ganz, ganz knapp an Peltor und Co. rankommend, je nachdem, von welchem Modell ihr redet. Also im Vergleich zum Sporttakt zum Beispiel ist der hier unserer Meinung nach besser. Der Comtac ist vielleicht noch mal einen Ticken besser, vielleicht auch von der
militärischen Spezifikationen, was Wasserdichtigkeit und was Robustheit angeht, da muss der sich hier natürlich noch bewähren. Irmor schlägt auf jeden Fall den Weg ein, mit der Mil Pro Serie hier entsprechend ein Gerät zu bieten. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr den mal länger im Einsatz habt. Wie gesagt, unser erster Eindruck ist sehr, sehr gut. Und das nicht nur mit Helmnutzung und Klammer, sondern auch hier in der Kopfbandvariante. Ihr bekommt den Irmor M32X bei Best Protection. Der Link zu Best Protection ist unten eingeblendet. Wenn ihr euch den M32X schon rausgesucht habt als euren nächsten Gehörschutz, schreibt es uns in die Kommentare, falls ihr ihn schon habt und erste Ergebnisse liefern könnt. Das würde uns auch brennend interessieren. Lasst uns daran teilhaben. Wie immer an dieser Stelle liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Jetzt muss nur noch das Polster eingesetzt werden und entsprechend wieder die richtige Klammer fürs Ohr aufgebracht werden. Das ist übrigens ein sehr, sehr bequemes Gelpolster. Muss man wirklich mal sagen, die tragen sich echt angenehm. Und damit habt ihr dann die eine Seite verkehrt rum eingebaut. Jetzt müsst ihr noch die andere Seite verkehrt rum einbauen und dann könnt ihr das Ganze wunderbar als Kindschutz tragen. Warum kann ich nicht einmal auf Anhieb was richtig machen, Stefan?